Nach gut 900 Kilometer wäre dieser absolut beeindruckende Ort eine gute Gelegenheit gewesen, unsere Reise über die Alpen Richtung Süden ausklingen zu lassen. Oder aber der ideale Startpunkt, auf den Via di Francesco aufzubrechen. Es war keine Frage, dass wir diese 600 Kilometer auf den Spuren des heiligen Franz von Assisi nach Rom in Angriff nahmen. Und sie bescherten uns viele weitere überraschende Ein- und Ausblicke und dazu jetzt mehr. Am 18. September hieß es also Abschied nehmen von Florenz, der schicken Stadtwohnung und vom faszinierend nostalgischen Aufzug. Nach erstmal 20 lockeren Kilometer am Arno warteten im weiteren Verlauf geballte Herausforderungen inklusive heftiger Regenschauer auf uns. Vorher wurden wir allerdings am Stadtrand von Florenz von der Lautsprecherbeschallung einer aufregenden Veranstaltung angezogen. Diese 20 jungen, gut gelaunten Florentiner verbindet nicht nur das rote Stirnband, sondern hauptsächlich das Ziel, eine geplante Müllverbrennungsanlage zu verhindern. Und natürlich auch bei diesem spektakulären Wohltätigkeitswettkampf mit etlichen anderen Gruppierungen erfolgreich abzuschneiden. Der jeweils Drittplatzierte kann zum gemütlichen Teil übergehen. Wir konnten leider nicht so lange warten, bis die roten Ninja-Krieger dran waren, aber sie haben versprochen, auch für uns ein Bier zu trinken. Tour 12 von Florenz nach Stia. Zuerst Regen, jetzt wieder blauer Himmel. Keine Frage, es gäbe einfachere Radverbindungen von Florenz nach Rom, aber wir wollten, wie gesagt, dem Via di Francesco möglichst nahe kommen und nahmen dafür die doppelte Kilometerzahl und mehr als das Vierfache an Höhenmeter auf uns. Bleibt aber immer noch die Frage, warum folgen unsere großen Radreisen eigentlich immer einem Pilgerweg? Pilgerwege zu bereisen heißt für mich vor allem eine Gegend zu erkunden und zu erspüren, die über Hunderte von Jahren Menschen inspiriert hat, sich vom Alltag loszulösen und neue Wege einzuschlagen. Vorbild dieser besonderen Reise war für uns Franz von Assisi. Und ganz nebenbei entstanden an diesen Pfaden bedeutende Städte und magische Stätten. Schau dir das an. Das erste Tau. Tau haben wir gefunden, also haben wir auf dem richtigen Weg. Mein Herz. Nach was? Am Pfeifer von der Lung. In der Bar in Diaceto trafen wir die ersten Fußpilger, wobei wir die allermeisten Strecken völlig allein unterwegs waren. Während die auf 16 Kilometer komprimierten 1000 Höhenmeter zum Passo della Consuma schon Kräfte raubten, war die Abfahrt zum Übernachtungsort Stia einfach nur spektakulär.
Den Weg von Stia zum Kloster Laverna teilten wir in 2 kürzere Etappen, weil uns sehr viele Höhenmeter bevorstanden. Und sie führten uns in die dunklen, fast unberührten Buchenwälder des dortigen Nationalparks und auf fast 1300 Meter. Dort kam endlich auch die Kleidung für Temperaturen unter 15 Grad zum Einsatz. Tour Nummer 13. Genau vor 2 Wochen haben wir daheim gestartet. Heute haben wir auf der zweiten Etappe das Via di Francesco. Es geht von Stia nach Badia Brataglia in die Bergwelt des Apennin und wir kommen dabei mit knapp 13 Meter auf den zweithöchsten Punkt der ganzen Tour. Schön. Ganz schön. Toskana, die sonnige Seite Italiens. Wir trafen Roberto aus Bergamo, der alleine auf dem Weg von Neapel zurück in die Lombardei war. Der simple Plan eines gemeinsamen Fotos wurde für uns zum Zeugnis italienischer Kommunikationsfreudigkeit. Roberto hält Fabio an und dann Anche perché io sono guida, quindi. Ah, beh, sei una guida. Io sono perfetto. guida ambientale, sì. Ah. E ti chiami? Fabio. Fabio, così ti registro come Bravo. guida del Casentino. del bravo, Casentino. bravo. Anche in bici sono guida. Può io sempre tornare Certo, utile. io sono guida ambientale a piedi e in bicicletta. Quindi, Ottimo. meglio di così, ragazzi. Grazie, Buon Grazie. viaggio. grazie, grazie. und das waren nur gefühlte 10% der angeregten Unterhaltung. Am höchsten Punkt des Tages bekommt ihr von uns nicht nur einen genialen Fernblick, sondern auch einen Einblick über unsere Stativaufnahmen. Die Regisseurin ruft den Kameramann zu sich und bestimmt den Standort. Er stellt die Kamerahalterung auf und kehrt zurück. Dann die 10 Sekunden, die verwendet werden können. Hin und wieder übernimmt sie dann auch das Verstauen des Dreifußes, wenn es klappt. Der ist selbst eingefriert, weil es so cool ist. Wahrscheinlich bist du rausgezogen. Sagst du das nicht? Aus. Eis ist es. Eis. Ja, extra, das geht doch, was es auftaucht. Gebrochen. Eis gebrochen. Dann kommst du in die Hülle rein. Dann kommst du hinten in den Rix rein. Dann wird sauber zugemacht. Dann fahren wir wieder mal weiter, ein paar Meter. So viel Aufwand für ein paar Bilder, wenn man nicht laufend irgendeinen Fabio anhalten will.
Tour Nummer 14. Schon. Badia Bratalia nach Laverna. Das letzte Mal noch weiter ins Gebirge. Am Vortag hielten wir uns wegen der schaurigen Temperaturen nirgends lange auf, auch nicht am Eremo di Camaldoli. Wir kamen daher bereits um 14 Uhr im Albergo in Badia Bratalia an und seit langem wieder zu einem Mittagessen. Der Bruder des Wirtes bzw. sein, nein, nicht Trüffelschwein, sondern Trüffelhund, sind begnadete Pilzefinder. Auf alle Fälle schmeckten die Nudeln mit schwarzem Gold sehr interessant. Wegen der ebenfalls kurzen Etappe nach Chiusi di Laverna erreichten wir das Kloster Laverna, eines der wichtigsten Heiligtümer Italiens, bereits kurz nach Mittag. Es blieb also genügend Zeit, diesen magischen Ort, wohin sich der heilige Franz von Assisi mehrmals zum tagelangen Meditieren und Fasten zurückzog, ausgiebig zu erspüren. Und wir stellten uns tatsächlich die Frage, welche Rolle unser weißer, vierbeiniger Begleiter vom Vormittag dabei spielte. Regina Pacis, Regina Ordinis Minorum, Zurück im Gasthaus lernten wir beim Abendessen zwei faszinierende flämische Wanderer kennen, die seit 40 Jahren in Holland leben. Beeindruckend, dass sie 5 Sprachen sprechen und wie sie es schafften, ihre 3 damals Teenagerkinder zu motivieren, gemeinsam den gesamten Camino Frances zu Fuß zu bewältigen. Ja, ich bin Elli aus Groningen in Holland und mein Kollege und wir wandern den Weg von Firenze nach Assisi. Das ist der Weg von Franciscus. Und ich bin Tom.
Ich gehe mit Elli bis zum Assisi dieses Jahr, aber im nächsten Jahr vom Assisi bis Rom. Ich bin ein Historiker und sehr interessiert an der Geschichte Franziskus. Wir freuen uns sehr, dass wir euch kennengelernt haben dürfen. Bevor es ins noch neblige Tal und endgültig Richtung Süden ging, ein kurzer Blick zurück. Die letzten 3 Tage führten uns nochmal nach Osten, wieder in den Apennin und beinahe zurück in die Emilia-Romagna. Diese 15. Etappe von Chiusi della Verna nach Città di Castello brachte dann einige spürbare Veränderungen mit sich. Nach der gewittrigen Nacht ließen wir die dunkle, kalte Toskana hinter uns und erreichten in rasanter Abfahrt erstmals das sonnige Tibertal und damit die Region Umbrien. Ganz anders, als wir uns das eigentlich vorgestellt hatten. Neben den Überraschungen auf den Feldern mit Tabak, Lavendel und Sonnenhut trafen wir mit Citerna und Città di Castello auf die ersten von mehreren mittelalterlichen Orten, die uns völlig unbekannt waren, aber durchwegs absolut faszinierten. Im Gegensatz zum wieder wärmeren, sonnigen Wetter warteten aber auch ein paar eher unruhige Tage auf uns. Doch dazu kommen wir noch.
Plötzlich in Umbrien zur Etappe 16 Città di Castello nach Gubbio. Da drüber über den Hügel. Hügel war extrem blauäugig. Auf dieser Tour erwarteten uns die meisten Höhenmeter an einem Tag der ganzen Reise. Und nach dem ersten Anstieg Vanna und Sergio aus Fossano im Piemont. Wir trafen uns bei vorherigen Etappen schon mehrere Male und auch am Tagesziel in Gubbio. Der Kontakt mit den beiden sehr sympathischen Radlern aus dem schönen Langetal besteht auch nach dem Ende der Reise noch. We are Vanna and Sergio. We come from Piemonte, close to Cuneo. Fossano, our town is Fossano. Okay. And we make the trail of San Francesco from Chiusi la Verna to Assisi. And then maybe if we will still strong, we will go to Rome and come back to Arezzo with the train where we have our car and then home. Home. Grazie. Leider passierte nach dem netten Gespräch genau das. Das Stativ schlampig aufgestellt, ein Windstoß und Lumis Objektiv ist kaputt. Schockstarre. Zunächst behalfen wir uns mit Wifi und Handy, aber wir brauchten dringend eine bessere Lösung. In einem Fotogeschäft in Gubbio bekam ich die Bestätigung, dass ein Objektivtausch möglich ist und gleich 3 Panasonic-Kontaktadressen in Perugia, das wir am nächsten Tag erreichten. Hoffnung kam auf, auch weil wir vom mittelalterlichen Stadtbild Gubbios rund um das römische Amphitheater völlig begeistert waren.
Wir verließen Gubbio, die Stadt, in der Franziskus angeblich den Wolf zähmte, so früh wie möglich und etwas hektisch. Wir wollten unbedingt vor 12:30 Uhr im Fotoladen in Perugia sein. Der Original-Franziskusweg führt direkt von Gubbio nach Assisi, wir hatten aber den Abstecher nach Perugia schon fest eingeplant. Allerdings auf idyllischen Wegen über die Hügel und nicht auf der flachen Schnellstraße. Und dabei brach auch noch ein weiteres Unheil über uns herein. Auf halber Strecke nach Perugia ein Anruf vom Hotel, die Ausweise liegen in Gubbio. Na sauber. Jetzt hieß es also neben schnell fahren auch noch telefonieren und mailen. Am extrem steilen Anstieg nach Perugia trennten wir uns und so erreichte ich das Geschäft noch kurz vor Siesta. Allerdings stellte sich eine Reparatur wegen Bestellzeiten und Kosten schnell endgültig als Sackgasse heraus. Bei den Pässen ergab sich die Lösung, sie in die Unterkunft nach Assisi zu schicken, wo wir uns die folgenden 2 Tage aufhielten. Unruhige Zeiten, aber die wunderschöne Stadt Perugia überstrahlte das alles. Rückblickend gesehen war, wegen der vielen Höhenmeter, die Entscheidung schon mutig, zwischen Florenz und Assisi keinen Halt mehr einzuplanen. Das Vorhaben, erst am herbeigesehnten Ruhetag Ersatz für Lumi zu suchen, war auch nicht die beste Idee. Die kurze und einfache Etappe von Perugia nach Assisi war dringend nötig. Blöd nur, dass wir auf halber Strecke ca. 200 Meter an der Media World vorbeifuhren, in der ich am Folgetag eine neue Kompaktkamera kaufte, was mir zusätzliche 30 Kilometer bescherte. Tour 16 und 17 hat uns etwas die Kräfte geraubt. Pesciamana in einem Hotel liegen lassen, kriegen wir aber heute wieder in Assisi. Hat uns ein bisschen aus der Bahn geworfen, aber heute werden wir absolut belohnt. Schaut euch dieses Panorama an. Das ist fast nicht zum Glauben. Wunderbar.
Wir waren schon mal kurz in Assisi. Wenn man aber die Gelegenheit hat, diese weltberühmte Stadt 1,5 Tage zu erkunden, wird klar, welches Gesamtkunstwerk auf diesem Hügel entstanden ist. Und mit der Aushändigung der Pilgerurkunde, aber auch bei der feierlichen Pilgermesse, wurde uns schon bewusst, dass wir ein erstes großes Ziel erreicht hatten. Am Ruhe- und Besichtigungstag gingen wir vormittags getrennte Wege. Franziska erkundete und filmte, ich strampelte und kaufte. Ersatz für Pedale, die nicht mehr rund liefen, und Kameras, die erblindet waren. In beiden Fällen musste ich nehmen, was vorrätig war. Ein anderes Übel beschäftigte uns 2 Nächte lang. Betten wie Schwebebalken, die bei jeder Drehung Panik verursachten, abzustürzen und den dringendst nötigen erholsamen Schlaf unmöglich machten. Den Nachmittag nutzten wir zu einer weiteren Besichtigungsrunde im herrlichen Assisi, der Stadt, in der der heilige Franziskus als Sohn reicher Eltern geboren wurde und dort auch starb. Das Erreichen von Assisi und besonders der Abschnitt von Florenz dorthin bedeutete für uns doch eine ziemliche körperliche Herausforderung. Wenn allerdings das nächste große Ziel auf einen wartet, stellt man sich die Frage erst gar nicht, in welchem Zustand der Körper gerade sein könnte. Mit diesem Ziel Rom brachen wir also am nächsten Tag zu den letzten 5 Etappen und 9 Tagen auf. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr uns auch im 3. und letzten Teil unserer Reise Richtung Süden und allen Eindrücken dabei begleitet. Bis dahin, Servus und alles Gute.